Hallo und herzlich willkommen bei Deutschlernen mit Heidi. In diesem Video lernst du die 10 wichtigsten deutschen Abkürzungen kennen. Du lernst, was sie bedeuten und wie man sie ausspricht. Viel Spaß mit dem Video. Wenn wir einen Satz mit einer Abkürzung vorlesen, dann lesen wir normalerweise nicht die Abkürzung, sondern wir lesen die Bedeutung der Abkürzung. Wir sagen also nicht ZB, sondern normalerweise sagen wir zum Beispiel. Die erste Abkürzung ist zum Beispiel. Beispiele für zum Beispiel sind: Nicht alle Länder der EU haben den Euro, zum Beispiel Schweden. Oder ich gehe gerne spazieren, zum Beispiel im Stadtpark. Die zweite Abkürzung ist circa. Circa bedeutet ungefähr, etwa. Und wenn wir circa nicht als Abkürzung schreiben, also nicht CA Punkt, gibt es 2 Möglichkeiten. Wir können circa mit Z und K schreiben oder mit 2 C. Beispiele für circa sind: Deutschland hat circa 83 Millionen Einwohner. Unser Urlaub kostet circa 1400 Euro. Auf dem Fest waren circa 100 Leute. Abkürzung Nummer 3 steht für eventuell. Und eventuell bedeutet vielleicht, unter Umständen. Beispiele für eventuell sind: Da werde ich später eventuell noch meinen Kollegen fragen. Unser Meeting müssen wir eventuell verschieben. Normalerweise sprechen wir eventuell. Manchmal in der Umgangssprache und aus Spaß kann man auch eftel sagen, aber nur in der Umgangssprache, nicht wenn wir etwas vorlesen. So können wir zum Beispiel auf die Frage, kommst du mit zur Party, aus Spaß sagen, eftel. Abkürzung 4 steht für und so weiter. Wir benutzen und so weiter für weitere ähnliche Dinge, die wir nicht extra nennen wollen. Beispiele sind: Kultureinrichtungen, die von den Kürzungen betroffen sind Museen, Theater und so weiter. Sie müssen ihre Social-Media-Kanäle wie Instagram, YouTube und so weiter pflegen. Nummer 5 ist ein Synonym für und so weiter. Es heißt etc. Etc. bedeutet also auch weitere ähnliche Dinge, die ich nicht extra nennen möchte. Beispiele: Wie kann man schnell Hintergrundgeräusche, Regen, Ozean etc. aktivieren? Grünes Gemüse ist sehr gesund, wie zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl etc. In den letzten Jahren hört man noch häufig statt etc. etc. Vor allem in der gesprochenen Sprache wird etc. häufig benutzt. Also zum Beispiel, grünes Gemüse ist sehr gesund, wie zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl, etc. Synonyme für und so weiter und etc. sind etc. pp. und so weiter und so fort und dergleichen mehr. Oder wir schreiben 3 Punkte, sogenannte Auslassungspunkte. Diese 3 Punkte bedeuten auch und so weiter. Abkürzung Nummer 6 ist unter anderem. Unter anderem benutzen wir, wenn wir ein Beispiel von mehreren nennen. Zum Beispiel: Die Donau fließt
unter anderem durch Österreich. Oder Zitronen, die unter anderem viel Vitamin C enthalten, sind sehr gesund. Oder er hat schon in vielen deutschen Städten gewohnt, unter anderem in Berlin, Bochum und Köln. Abkürzung Nummer 7 ist vor allem. Vor allem bedeutet besonders, besonders stark, besonders viel und so weiter. Zum Beispiel: Zucker steckt vor allem in Süßigkeiten und Getränken. Oder Peter ist ein Journalist, der vor allem über Filme schreibt. Abkürzung 8 ist das heißt. Das heißt bedeutet genauer gesagt. Zum Beispiel: Im Jahr werden 500.000 Tonnen Tiefkühlgemüse verkauft. Das heißt, das sind nur knapp 6% des gesamten Gemüses. Oder in der Einleitung erläutert ihr das Projekt, das heißt, warum gibt es dieses Projekt, welche Motivation und Zielsetzung habt ihr? Abkürzung Nummer 9 steht für beziehungsweise. Das Wort beziehungsweise ist nicht ganz so einfach, aber es hat 3 Bedeutungen. Bedeutung 1 ist oder, Bedeutung 2 ist und Bedeutung 3 ist genauer gesagt. Für jede Bedeutung gibt es jetzt einen Beispielsatz. Bedeutung oder: Er will anrufen bzw. eine E-Mail schicken. Bedeutet entweder er ruft an oder er schickt eine E-Mail. Bedeutung 2 und: Die Teilnehmer der Konferenz kamen aus Deutschland bzw. Österreich. Das bedeutet, ein Teil kam aus Deutschland, ein Teil kam aus Österreich. Und Bedeutung Nummer 3, genauer gesagt, ein Beispiel: Er studiert in Deutschland bzw. an der Humboldt-Universität in Berlin. So hier wird der Studienort genauer genannt. Es ist nicht nur Deutschland, sondern genauer gesagt Berlin. Abkürzung 10 bedeutet zuzüglich. Zuzüglich bedeutet plus oder das kommt noch dazu. Beispiele für zuzüglich sind: Die Wohnung kostet 700 Euro zuzüglich Nebenkosten. Oder das Gerät kostet 200 Euro zuzüglich Versandkosten. So, das war's. Das waren die 10 wichtigsten Abkürzungen der deutschen Sprache.